Unser Alltag entscheidet, wie wir uns fühlen. Nicht einmal im Jahr, sondern jeden einzelnen Tag. Der Tag beginnt fast immer gleich. Als erstes räumen wir den Van auf und sorgen hier für eine gemütliche Stimmung. Ja, in einer sauberen Umgebung fühlen wir uns einfach viel wohler. Es kommt natürlich auch viel mehr Gelassenheit auf. Wenn unser Umfeld und unsere Umgebung ruhig, aufgeräumt und angenehm ist, dann ist es das genauso auch in unseren Köpfen. Zum Frühstück gibt es bei uns fast immer frisch geflocktes Getreide. Und es macht wirklich einen riesen Unterschied. Ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal mit frischen Haferflocken im Bauch trainieren gegangen bin. Ich hatte so einen brutalen Pump und so Power, und so im Alltag merkt man das auf jeden Fall. Und wo ich jetzt heute, wo ich es gewohnt bin, nochmal einen riesen Unterschied merke, ist, wenn wir mal gekaufte Haferflocken haben, die schon lange rumliegen. Irgendwie sind die schwerer im Bauch und die geben mir über den Tag nicht so viel Energie, wie wenn die wirklich frisch geflockt sind. Und ganz wichtig, dazu gibt es fast immer frisches Obst. Bewegung ist für uns auf jeden Fall ein absolutes Muss. Heute ist ja Trainingspause und wir bewegen uns mindestens eine halbe Stunde relativ zügig am Tag, genauso wie die Weltgesundheitsorganisation es empfiehlt. Wir gehen eine halbe Stunde im Intervall, davon 3 Minuten recht zügig und 3 Minuten ganz entspannt. Verschiedene Studien zeigen, dass diese Form der Bewegung besonders viele gesundheitliche Effekte hat. Und so sieht es aus meiner Perspektive aus. Und das Schöne ist, mit unserem Intervallgehen haben wir eine Win-Win-Win-Situation. Denn wir tun etwas für unsere Bewegung, für unsere Lymphe und den Lymphfluss und für unsere täglichen Schritte. Was sehr spannend ist, japanische Studien haben gezeigt, dass so ein Intervallgehen auf jeden Fall effektiver ist, als wenn man 8000 Schritte gemütlich geht. Und das Coole ist, mit einer halben Stunde ist es natürlich auch sehr, sehr zeitsparend. Bevor es bei uns die richtig große Mahlzeit gibt, gibt es immer Rohkost. Kein großes Hexenwerk, nichts Großes, einfach ein bisschen Gemüse. Das hilft uns dabei, unser Verdauungssystem sanft vorzubereiten, die ersten Vitamine schon aufzunehmen und uns vor allem nach dem Essen einfach leichter zu fühlen. Das ist für uns kein Trend, sondern eine klitzekleine, ganz leichte, simple Angewohnheit, die sich definitiv für uns bewährt hat. Wir kochen mittags oder abends immer frisch und wir haben uns angewöhnt, dass wir immer ein kleines Meal Prep machen, beziehungsweise doppelte oder vierfache Menge, damit wir auch am nächsten Tag noch was davon essen können. Das erspart übelst viel Zeit, vor allem im Arbeitsalltag. Wir haben zum Beispiel gestern frische Chili sin Carne gekocht
Und heute Mittag setzen wir einfach nur einen Reis dazu auf und schon haben wir ein fertiges Essen. Als Anna und ich beide noch Vollzeit berufstätig waren, haben wir immer für 2-3 Tage vorgekocht, weil sonst hätten wir es auf jeden Fall nicht geschafft, das irgendwie in den Alltag zu integrieren. Deswegen auch für alle, die da Vollzeit unterwegs sind, wir wissen, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt. Wir wissen aber auch, dass man sich die Zeit bewusst und effektiv nehmen kann, um so ein bisschen vorzusorgen, um immer was Gesundes zu essen zu Hause zu haben. Nur ein einziges Mal frisch kochen und mehrfach davon profitieren. Über den Tag verteilt trinken wir viel Wasser und manchmal basische Tees oder Kräutertees. Vor allem nach Bewegungen und nachdem die Lymphe aktiv sind, ist es besonders sinnvoll, dem Körper Flüssigkeit zuzuführen. Wenn wir mal Lust auf Süßigkeiten haben, essen wir die natürlich auch. Wir versuchen es aber immer zu kombinieren mit zum Beispiel einer Handvoll Nüsse und ein bisschen Obst oder auch gerne Trockenobst dazu. Heute gibt es aber Nüsse, Datteln und ein bisschen dunkle Schokolade. Das gibt uns auf jeden Fall Energie und ist der perfekte Snack und stabilisiert nicht nur die Energie, sondern auch den Blutzuckerspiegel. Ja, zwischendurch bewegen wir uns immer mal wieder, einfach um eine kleine Bewegungspause zu machen und mal kurz vom Laptop wegzukommen. Das Ganze ist auch nicht als Workout gedacht, sondern einfach nur, um in Bewegung zu kommen, alles in Bewegung und im Fluss zu halten. Gerade Faszien und Lymphe brauchen genau das. Gesundheit ist für uns kein Projekt, sondern es ist das Gefühl, was in kleinen Dingen Schritt für Schritt in unserem Alltag entsteht. Jeden Tag ein bisschen. Wenn dir diese Art von Alltag gut tut, dann bist du hier genau richtig.